Glück war wieder mal nicht auf unserer Seite. Wir sind jetzt am Ende vom Trail angekommen. Es läuft bei uns gerade richtig gut. Ich bin guter Dinge. Ja. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind mit dem vorübergehenden Van etwas nördlicher nochmal gefahren. Es soll nämlich jetzt die nächsten 3 Tage nochmal richtig schön werden und die wollen wir ungern in der Werkstatt verbringen, sondern nochmal so richtig den Indian Summer in Kanada genießen. Und ein bisschen haben wir hier die Hoffnung, dass wir doch nochmal vielleicht einen Moose oder einen Bär oder so sehen, der uns über den Weg läuft und wir das vielleicht auch noch mitnehmen können. Wir haben jetzt hier herrlich an einem See übernachtet, trinken noch unseren Kaffee aus und dann starten wir in den Provincial Park. Und da es heute Badewetter werden soll, suchen wir uns erstmal eine kleine Bucht am See und springen ins Wasser. Ist das die Alternative zum Duschen? Ja, danach können wir duschen. Okay, dann geht's klar. Ready, Peps? Verjagst uns alle Bären, hä? Wir sind jetzt im Killbear Provincial Park angekommen. Wir haben $18 waren es, ne? Ja. $18 Eintritt bezahlt für einen Tagespass. Ob wir hier noch eine Nacht bleiben, das überlegen wir uns. Das ist sehr teuer, zwischen $40 und $60. Mal gucken, ob wir die Dusche einfach auch über den Tag nutzen können, nachdem wir schwimmen waren oder so. Und wir machen jetzt den kleinen Lighthouse Point Trail. Wir sind einmal komplett bis ans andere Ende gefahren. Und ja, so ein 20 Minuten Spaziergang. Wir können leider gerade nicht so viel unterwegs sein, weil ich habe mir meinen Knöchel verstaucht. Das läuft bei uns gerade richtig gut.
Und ja, ist ein bisschen angeschwollen, ein bisschen blau. Und es tut einfach noch ein bisschen weh, weite Strecken zu laufen. Mit Peps wollen wir einfach eine kleine Runde drehen. Und dann gucken wir, dass wir einen Platz am Strand finden. Ist auf jeden Fall schon gut warm und ich glaube, ich wechsle von langer zu kurzer Hose und von Wintersocken zu normalen Socken. Boah, es ist schön. Ich halte es gar nicht aus und es ist so warm. Lass schnell die Runde machen, damit wir an den Strand können. Und einer der vielen Gründe, warum wir Kanada so genial finden. Mega. Das war wirklich eine sehr kleine Runde. Wir sind schon vorne am Leuchtturm angekommen. Der hieß ja Little Lighthouse Trail. Und es ist richtig, richtig schön. Es geht eine Brise, die Sonne ist warm, das Wasser schwappt. Man denkt eigentlich, man ist wieder am Meer, aber es ist einfach nur ein gigantischer See. Ja, ist richtig schön. Peppy genießt es zu kraxeln. Und wir wollen jetzt aber gleich mal ins Wasser. Immer wieder crazy, zu diesem krassen Gefährt zurückzukommen. War eine schöne kurze Wanderung. Es tut echt wieder gut, so ein bisschen so richtig in der Natur zu sein. So im Provincial Park, drumherum sind Seen und Campingplätze und es wird Zeit, dass wir ins Wasser kommen. Zu dem kleinen Strand, wo wir eben gerade waren, da können wir leider nicht, weil da Hunde verboten sind. Deswegen fahren wir jetzt zu einem Hundestrand, wo Hunde an der Leine bleiben müssen. Es gibt noch einen ohne Leine, aber wir wollen jetzt, weil der andere ist ein bisschen größer, da wollen wir jetzt zuerst hin. Wir können jetzt hier direkt kurz vorm Strand stehen. Hier sind aber leider keine Hunde erlaubt. Dafür müssen wir noch einen Tick weiter gehen. Wir haben aber mega Hunger, deswegen machen wir uns jetzt erst was zum Frühstücken. Und es gibt gerade aktuell mein Lieblingsfrühstück, ein herbstliches Müsli. Mit Pflaumen und Trauben und voll dem leckeren Granola mit Pekannüssen und Ahornsirup. Und habe ich jetzt richtig Bock drauf. Du auch? Ja. Ja auch? Ja. Und ein Brot. Ich esse ein Brot. Und ein Supermüsli natürlich auch. Was wir gerade irgendwie mega genießen ist, Basti kann hier schnibbeln
Und ich kann hier vorne schnüffeln. Und wir stehen uns nicht auf den Füßen. Wir sind im Übrigen natürlich auch wieder in Bear Country und dieser kleine Ausflug hierhin in den Provincial Park ist auch sowas wie unser letzter Versuch in Kanada, einen Bären oder einen Moose zu sehen. Es wurden, also ich habe auch da den Ranger mal gefragt und es wurden Bären hier gesehen in den letzten Tagen, also wir sind guter Dinge. Nicht dran. Wir haben auch nichts mehr dabei, keine Pfeife, kein Spray, kein gar nichts. Ja, trotzdem nicht hier so, ich bin guter Dinge. Ja, ja. Mit dem Hund wird man ins letzte Eck verfrachtet. Der Hund, aber so schlecht sieht es nicht aus. Ist schon schön hier. Aber er ist leider schon komplett im Schatten. Da hinten ist noch eine kleine Ecke Sonne. Da platzieren wir uns jetzt einfach. Unser Hund liebt das Wasser. Haben uns jetzt das letzte Sonneneckchen geschnappt. Der komplette Strand ist sonst im Schatten. Es sind nur noch wir hier in der Sonne. Halb auf Stein, halb auf... Aber es ist mega bequem. Wir können hier so halb uns am Stein anlehnen, halb im Sand liegen und die letzten Sonnenstrahlen genießen. Es ist Oktober und wir sonnen uns am See. In Badesachen am See. Und ich habe ein Buch mitgebracht. Basti hat mir ja nicht geglaubt, dass ich jetzt lese. Aber ich mach's. Sowieso das Beste am Buch lesen. Du riechst mehr, als dass du liest. Wir sind frisch geduscht. Es tut so gut. Und wir nutzen jetzt die abendlichen Stunden und fahren ein bisschen und hoffen einfach, dass vielleicht sich ein kleiner Bär oder so zeigt. Ja, wer weiß. Aber hier haben wir natürlich wieder keinen gesehen. Ja. Aber noch sind wir nicht aus Bear Country raus. Ja. Kurzer Realitätscheck.
Man sieht mich zwar nicht so richtig gut, weil es ist schon dunkel. Wir sind zu einem Stellplatz gefahren, der auf den Bildern richtig cool aussah. Der war aber gar nichts. Da konnten wir nicht mal rauffahren. Und wir mussten länger und länger fahren. Und jetzt haben wir richtig Hunger bekommen und haben uns bei einer Burgerkette eine Portion Pommes geholt, weil wir langsam hangry wurden. Und jetzt fahren wir gleich noch 10 Minuten weiter und hoffen, dass der nächste Stellplatz was ist. Also anstatt gemütlich zu essen, stehen wir auf dem Parkplatz und essen eine Portion Pommes. Meine ist leer gleich. Meine ist schon leer. Also, bis morgen. Bis morgen. What? Ich denke, warum? Das ist genau dasselbe Ding. Das ist alles so Plastikbomber. Aber wahrscheinlich andere Voltzahl und so ein Gelöt, oder? Wir wissen es nicht. Das wissen wir nicht. Kaffee ist ready und willkommen in unserem kleinen Podcast-Studio. Ja. Schade, dass du dich mit so schlechtem Internet bei uns einwählst. Der Podcast mit Anna und Fabi, aka die Neuland-Pioniere, ist im Kasten. Wir haben auch schon unser kleines Setup hier abgebaut, weil das nur im Weg wäre. Das ist ein bisschen ein kleiner Nachteil hier, weil die nicht so eine richtige Sitzfläche haben, wie wir bei uns im Van. Aber es ist auch noch nicht ganz fertig. Es kommt hier noch hier vorne so ein kleiner Tisch zum Ausklappen hin. Dann würde das theoretisch schon passen. Wir machen uns jetzt noch eine Kleinigkeit zum Essen und dann fahren wir wieder Richtung Natur. Wir sind jetzt am Eingang vom Algonquin Park angekommen. Basti geht jetzt einmal rein zur Information und holt uns ein Ticket. Und ich glaube, wir bleiben auch über Nacht, weil vielleicht schleicht sich ja doch ein Bär über einen Campingplatz oder so. Wir fordern unser Glück einfach noch mal ein bisschen mehr raus. Aber es lohnt sich allein schon nur für die Herbstfarben wieder hierher zu kommen. Es ist Wahnsinn, wie bunt die Bäume hier sind. Es ist echt absolut verrückt. Wir haben auch gerade schon ein Schild gesehen, wo stand, nicht anhalten für Bilder von bunten Farben und so. Echt richtig verrückt, richtig schön. Also der Weg war nicht umsonst. Diese Farben vom Indian Summer, wir versuchen euch ja immer mitzunehmen und alles zu zeigen, aber es ist so schwer, dieses Farbenblättermeer auf Kamera zu bekommen. Hier darf man ja auch keine Drohne fliegen, aber vielleicht kommt man das gut auf den Drohnenbildern vorher sehen, aber das ist so krass. Es ist so verrückt und irgendwie auch nochmal viel spektakulärer als letztes Jahr, habe ich so das Gefühl. Keine Ahnung. Ja. Das ist echt unglaublich. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber. Also wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir eine Nacht hier bleiben, uns einen Platz auf einem Campingplatz suchen und heute noch einen etwas kleineren Trail laufen und dann morgen früh nochmal eine weitere Strecke, wo wir die Info bekommen haben, dass es der zweitbeste Wanderweg sein soll oder die zweithöchste Chance sein soll, da Wildlife zu sehen. Auf dem Trail, wo es die beste Chance gibt, sind leider Hunde verboten und ja, deshalb können wir das leider nicht laufen, aber wir nehmen die zweithöchste Chance einfach und
und freuen uns einfach nochmal hier zu sein, weil hier waren wir letztes Jahr auch schon und auch letztes Jahr im Herbst und jetzt ist es nochmal viel bunter hier und irgendwie nehmen wir das als ein gutes Zeichen, dass wir Kanada da beenden, wo es für uns angefangen hat. Wir nehmen es als gutes Zeichen. Das stimmt so. Als gutes Zeichen. Das stimmt. Ja. Und unser Kanu-Trip haben wir auch hier gemacht. Unser Kanu-Trip haben wir auch hier gemacht, stimmt. Also hier ist ultra viel los. Letztes Mal, als wir hier waren, waren wir quasi fast alleine und konnten uns den Stellplatz aussuchen. Jetzt müssen wir quasi warten, bis wir einen Parkplatz bekommen. Den wir vielleicht. Und Parkplatz gefunden. Passt. Ja, die Längen und so sind noch ein bisschen anders als bei Groot. Los geht's? Los geht's. Schön. Komm mal näher. Selbst mit so vielen Menschen. Selbst mit so vielen Menschen. Und das Beste ist, ich habe einen Snack dabei. Echt? Wir waren ja sowieso nur hier für die Snacks. Ja, gibt keinen schöneren Ort, um Snacks zu essen. Ich muss gerade meiner Mom ein Bild schicken, wie schön es hier ist. So, das war jetzt meine Feuerprobe, ob ich mit meinem verknacksten Knöchel morgen die längere Wanderung machen kann. Das waren jetzt so knapp 2 Kilometer, gut bergauf. Es tut schon ordentlich weh und ich muss mich super konzentrieren, nicht irgendwie falsch über eine Wurzel oder über einen Stein drüber zu laufen, aber werde ich morgen schon schaffen irgendwie. Wir sind jetzt gerade ganz schön müde geworden auf der Fahrt zurück zum Campground und hier gibt es aber noch einen kleinen Strand an dem See, wo unser Campground ist und da fahren wir jetzt noch mal kurz hin und kühlen uns ab. Auch nett. Zaubert man eine Käsesoße und die Frau möchte noch Parmesan auf die Käsesoße gerieben haben. Zaubern, ey. Wer von euch macht Parmesan oder geriebenen Käse auf ein Gericht mit Käsesoße? Schaut's mal in die Kommentare. Danke. Ja, der guten. Ein Bier hätte ich gerne. Kommt auch gleich. Probier. Ist gut?
Richtige Antwort? Ja. Guten Morgen zusammen. Wir sind heute schon sehr, sehr früh auf den Beinen. Es ist 8 Uhr morgens und das liegt daran, dass wir einmal einen letzten Versuch starten wollen, einen Moose oder einen Bär zu sehen. Und dafür haben wir gedacht, es ist definitiv besser, früh auf den Beinen zu sein. Denn gestern haben wir ja gesehen, wie viel hier am Tag im Moment los ist im Algonquin Provincial Park. Und je früher man los ist, desto mehr Chance hat man, noch Wildlife zu sehen und entgeht so ein bisschen den Menschenmassen. Das sieht ja krass aus. Das ist einfach der Baum über einen Stein drüber gemacht. Will sich schwer verdient sein hier. Halleluja. Wenn man sich's verdient hat und man hier hochgeht, schmeckt es gleich viel besser. Hälfte ist geschafft, Freshbash gefreshbart. Jetzt machen wir uns wieder auf die Socken. It's the coldest hand to run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound. Glück war wieder mal nicht auf unserer Seite. Wir sind jetzt am Ende vom Trail angekommen. Fix und alle.
Der Rückweg war jetzt doch nochmal ganz schön anstrengend. Haben aber ein Bild von unseren Freunden Sean und Tosa bekommen, dass die einen Bären gesehen haben. Immerhin hat irgendjemand einen Bären gesehen. Wollt ihr also Bären sehen, wandert nicht mit uns. Ja, seid nicht mit uns unterwegs. Wir packen es jetzt in den Van und dann war es das jetzt auch für diese Folge. Wir geben die Hoffnung noch nicht auf, wir fahren ja noch ein Stück zurück. Vielleicht kommt ja im Abspann noch ein Bär, wer weiß, bleibt dran. Aber ich glaube, den einzigen Bären, den wir noch sehen, ist der ausgestopfte im Visitor Center. Also entweder gibt es im Abspann einen Bären oder gleich eine Pizza. Wir sehen uns nächste Woche und dann vermutlich oder hoffentlich aus der Werkstatt. Like, Abo, Kommentar, Support-Herz und ein Bären als Emoji der Woche natürlich. Dann haben wir zumindest Bären in den Kommentaren. Ja, haut uns ordentlich Bären in die Kommentare. Danke. Ende.